102 Jahre. Eingerückt bin ich am 2. Jänner 40 und gleich ab nach Frankreich. Ich war bei der 3. Gebirgsdivision. Zuerst haben sie uns nach Norwegen geschickt als Besatzung. Und dann haben sie uns wieder eingesetzt nach Russland. 2 Winter Russland mitgemacht. Ich habe Hunger gelitten. Und dann sind wir natürlich zurück durch ganz Rumänien, durch ganz Ungarn, bis an die österreichische Grenze. Dort bin ich noch verwundet worden. Und wir sind alle irgendwie geschädigt. Es gibt Zeiten, wo in der Nacht, wo du auf einmal bist mitten im Kampfgetümmel und mittendrin, da wirst du munter, kannst nicht mehr schlafen. Wir sind traumatisiert. Das lässt nicht mehr los. Hast du dir jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die große Ehre, einen 102-jährigen Zeitzeugen Kriegsveteranen zu interviewen. Und dieser 102-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 102 Jahre jung geworden ist, wie er 5 Jahre lang den Krieg miterlebt hat, wie er seine Frau kennengelernt hat, was das Geheimnis aus 70 Jahren Ehe ist, welchen Ratschlag er dir mit auf den Weg geben würde und noch viele weitere wertvolle Lebensweisheiten. Ich bin der Daniel Pleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese und noch viele weitere wertvolle Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? 1922er Jahre. Dann seien es 102 Jahre. 102 Jahre seien Sie jung. Also muss ich mal gratulieren, dass ich so einen jungen Mann wie Sie kennenlernen darf. Haben Sie noch ganz alt? Einen habe ich kennengelernt, der ist 103 gewesen. Sonst seien Sie von den ganzen 100-Jährigen der zweitjüngste. Ach so. Ja. Und wie fühlt sich das an, so 102 Jahre jung zu sein? Normal. Ich habe keine Schwierigkeiten mit Leben. Ja. Haben Sie irgendwas Spezielles gemacht, dass so 102 Jahre jung geworden sind? Nein, ich bin, du hast das auch nicht gemacht, ich bin nicht gestorben. Das ist wichtig wahrscheinlich, gell? Vor allem ist uns ja nicht gar so gut gegangen. Mein Vater war Eisenbahner, 120 österreichische Schilling Monatsgehalt. Ja. Und da haben wir die Landwirtschaft betrieben. Wir haben ja Kühe gehabt, Schwein, Schafe. Also das Gatter habe ich erst eingebaut in 70er Jahren jetzt. 1,1 Kilometer Zaun. Und jedes Loch Zaun habe ich selber gegraben. Jedes einzelne Loch von dem 1 Kilometer langen Zaun haben Sie selber händisch. Ja. Erst haben Sie immer viel gearbeitet im Leben. Immer, ja. Und wollen Sie erzählen, wie das damals war, also in der Kriegszeit aufzuwachsen nachher dann? Sie sind ja dann, haben Sie ja viel durchgemacht, haben Sie ja gerade vorher schon erzählt. Ja. Also eingerückt bin ich am 2. Jänner 40. Der 39 hat der Krieg angefangen. Ne? Und dann bin ich gleich, haben sie uns gleich eingezogen, übrigens im Burgenland, an der Raab. Dann haben sie uns 8 Tage einmal haben sie uns halt exerzieren gelernt, marschieren und gleich ab nach Frankreich. In die Normandie sind wir gekommen. Und dort haben wir einen Flugplatz bauen. Und zwar haben wir einen Tag müssen 16 laufende Meter, 60 tief Kabel. Und dann haben wir das Pensum gehabt, dann sind wir wieder heimmarschiert. Und gleichzeitig natürlich waren wir militärische Ausbildung, weil ich Besatzungssoldat gewesen. Und dann haben wir uns zusammengepackt. Ich war bei der 3. Gebirgsdivision. Und zwar hatte die deutsche Wehrmacht bekanntlich 1 Million Soldaten gehabt. Und da war eine überstarke Division. Das war die 3. Gebirgsdivision. Das sind 30.000 Mann gewesen.
dort war ich dabei. Ne? Ich bin in Norwegen, ich habe Heeresbergführerschule. Ich habe Eis und Fels, also Bergausbildung. Ne? No, und dann haben wir ja, ein Großteil war ja mit Mulde und Pferd und zu Fuß. Also nichts Auto. Wir haben wohl Bedingungseinheiten auch gehabt. Motorisierte war, das meiste war ja mit Pferd und Mulde. Ja. Das heißt, alles Handy schon mit Tieren, ohne Fahrzeug, alles Ja. da in Norwegen, Eis, Schnee, alles das selber tut. Ja. Na, und dann natürlich also eingerückt nachher nach Salzburg, auch nach Innsbruck. Und von dort war dann nach 3 Monaten, ich bin dann als Funker ausgebildet worden. Na, und ich bin ganz gut gewesen als Funker. Und dann, also unser Job war, also in der Nacht mit einem Funkgerät, das hat ungefähr so 50 Kilo gehabt, haben wir eine Mulde gehabt, die uns das getragen hat. Und wenn wir in die Front direkt Feuerbeschuss ist, haben wir es selber tragen. Und in der Nacht in Stellung gehen, dann haben wir in der Nacht ein Loch gegraben, so 1,50 tief oder 1,60. Und dort haben wir einen Offizier meistens gehabt, der mit dem Schirmfahrer in der vordersten Frontlinie. Ne? Und dort, der hat müssen beobachten, wo wir hinschießen. Und unsere Aufgabe war als Funker, also nachdem ich zuerst war, wo ich Telefon, also der Rad, und dann natürlich ist ja bald kaputt gewesen. Dann haben wir müssen Funk, also verschlüsselt. Und zwar hinter uns, 4-5 Kilometer hinter uns war die Feuerstellung. Und dort war Batterien, also Batterien hat 4 Geschütze. Und die haben über unsere Schädelums eingeschossen, die feindlichen Linien. Und der Offizier hat das gelenkt. Ne? Und wir müssen die Nachrichtenbefehle übermitteln. Natürlich über den Tag bist du nicht rausgekommen. Ja. Übrigens, 3 schießende Offiziere habe ich eingebüßt, die zu viel rausgeschaut haben. Die Russen haben gute Scharfschützen gehabt. Auf einen Kilometer haben die einen Kopfschuss verpasst. Ja. 3 von denen haben es miterlebt, dass 3 Scharfschützen. Ja. Ja, das waren gewöhnlich junge Leutnants oder Fähnrich. Ne? Und wie sind sie mit dem umgegangen, wenn man so in dem. No. Und wie gesagt, wir sind, also zuerst haben sie uns nach Norwegen geschickt als Besatzung. Ne? Auf ein halbes Jahr. Und dann haben sie uns wieder eingesetzt nach Russland. Und da sind wir oben, also bis Skagerrak mit dem Schiff. Ne? Sind wir oben. Und dort nachher in Lettland, also da sind wir noch, von Ludwig sind wir rauf nach Leningrad. ja, Leningrad, genau die. Und von Ludwig sind wir noch bis zur Wolga. Zweieinhalb Jahre haben wir in der Ukraine gekämpft. Dort, wo die sind, dort bin ich war schon gewesen. Das heißt 2,5 Jahre. Ja, marschieren. Zwei Winter Russland mitgemacht.
2 Winter in Russland. Ja. Ich habe Hunger gelitten. Wir haben einen Tag, da waren wir am Brückenkopf Nikopol. Da haben wir jetzt Notverpflegung, also ein Haus für Zwiebeck. Das hat das Soldat, das immer bei dir tragen müssen. Aber du hast das nie nehmen dürfen. Und da sind wir am Brückenkopf Nikopol sind wir losmarschiert. Dann haben wir Feuer gekriegt, dann sind wir nach Süden abgebogen. Und dort auch Feuer gekriegt. Am Abend waren wir wieder dort, wo wir am Morgen waren. Und da haben wir 3 Tage nichts zum Essen gehabt. Da haben wir den Befehl gekriegt, also die Erlaubnis gekriegt, die Keks zu essen. Da sind dann die Flieger gekommen und die haben mir den Keks abgeschmissen. Da haben wir es gesehen, wir sind eingekreist. Und das haben die Russen schon. Ne? Sie haben 3 Tage nichts zum Essen gehabt und dann sind die Flieger gekommen mit den Keks. Ja. Und weil sie gesehen haben, auch die Flieger kommen, es kann von hinten kein Nachschub kommen, seien sie schon von den Russen eingekreist gewesen. Ja. Damals haben sie schon gehabt. Ne? Und wie sind sie da aus der Eigenkesselung rausgekommen? Ja, wir sind durchgebrochen. Also die Jahre haben die Höhe gestürmt und wir sind auch durchgebrochen. Ne? Da sind wir noch eben nach Ding gekommen, in die Ukraine. Ne? Also war verdammt klein dort. Ne? Und seitdem ich so viel gehungert habe, ist mir das Essen egal. Also wir sind mal verlegt worden oft. Und dann ist natürlich unsere eine, das Zivil weg, die sind gewöhnlich auf den Ofen aufgestiegen. Und die sind mit Sonnenrissen, Stägelkasten, mit dem Holz. Ne? Und da, wir mussten natürlich auf dem Boden, war kein Holz, war Lehmboden. Und da in der Früh bin ich mal munter geworden. Neben mir war ein bisschen unruhig, weil der Frau neben mir ein Kind gekriegt. Ja. Wie kalt war es da im Winter? Wie viel Minusgrad haben Sie gehabt? 30. Ja. Da kann man nicht mehr atmen. Ja, wir müssen hochstehen und alles mögliche. Ja, jedenfalls sind wir weiter bis Milorowo, das ist unter Stalingrad. Ne? Und da haben wir das Glück gehabt, dass der Hitler hat den Befehl gegeben, es darf nicht rückwärts marschiert werden. Und wie gesagt, unser Milorowo dort haben sie ein Munitionslager gehabt. Und das ist den Russen gelungen, das zu treffen. Und sogar der Oberst ist gefallen, Oberst Kreppel. Also direkt Verluste. Und dann haben die uns dann gesagt, wir brechen aus Richtung Westen, zurück. Ja. Und dann sind wir natürlich zurück. Und wie gesagt, durch ganz Rumänien, durch ganz Ungarn, ne, bis an die österreichische Grenze. Und dort bin ich noch verwundert worden. Das war der 19. November 1944. Und dann haben sie mich zurück. Da, Sie. Da sieht man, ja. Ja. Und dann haben sie uns also wie gesagt,
3 oder 4 Wochen waren wir in Österreich dann. Und dann haben sie uns aufgekriegt nach Dresden. Aber in der Früh waren wir am Montag, sind wir in Prag gewesen. Dann haben sie nach Dresden so mich geschickt. Und am 11. Februar 1945 bin ich heimgeschickt worden, noch viele Ersatztruppenteile. Und am 13. haben sie Dresden zusammengehauen. Das ist das Spital dort, wo ich war. Das heißt, ein paar Tage vorher sind Ja, 2 Tage. sie heim und dann die anderen 2 Tage nichts Das heißt später. daheim. Ja. Ersatztruppenteil Villach. Ja. Und von dort weg, da hätte man so einen Rekruten ausbilden. Das hat mir nicht geschmeckt. Und dann haben wir, also wie gesagt, haben wir natürlich auf die Nacht heimgefahren. Ich war ja damals schon ein Unteroffizier. Da haben wir die Nacht heimfahren können von Villach. Und wieder bin ich ins Galtal gefahren, zu meiner damaligen Braut oder heim, aber ja. Und dann natürlich ist das Kriegsende gekommen. Und da haben sie mich abgestellt wieder nach Innsbruck. Und draußen der Unteroffizier hat immer müssen die Verwundeten, also die Kranken zum Stabsarzt führen. Das war ein Oberst. Ne? Und da haben natürlich mein Servus gewesen, da gemeldet. Und da haben wir Steuer runtergetan und haben als erster Kranker hingestellt. Und haben den Doktor gezeigt, mein Hals. Und er hat gesagt, Sie, wir sind kein Krippelverein, zurück nach Villach. Ja, dann sind wir wieder zurück nach Villach. Und in Villach waren wir knappe Wochen. Und dann ist der Generalbefehl gekommen, alles muss an die Front, ohne KV-Untersuchung. Alles. Haben sie nur mal rausgekommen. Ja, dann bin ich nach Werl gekommen. Und dort sind wir 30 Mann gewesen. Und dort sind die Armee schon zu Wegen gekommen, mit Panzer. Und die letzten Tage sind wir gefangen worden. Und ich natürlich, habe gesagt, da bleibe ich nicht. Habe ich gesehen, in Köln sind wir eingesperrt worden, im Hof sind die Panzer gewesen. Und die Armee haben natürlich gesoffen und sind auf und ab marschiert. Und ich habe gesagt, da bleibe ich nicht. Dann bin ich fort nach Kitzbühel, weil in Kitzbühel war noch deutsche Wehrmacht, ein paar Tage oder Stunden, wenn man sagen. Und jedenfalls, weil wenn sie dich erwischt haben, ohne Befehl, ohne Papier, bist du sofort aufgehängt oder erschossen worden. Von den eigenen Leuten daheim. Ja. Und dort habe ich meine Papiere gekriegt, bin zu Fuß fort. Und dann, wenn die Armee gekommen sind, die sind ja alle motorisiert gewesen mit Jeep. Haben sie gesagt, komm on, Johnny. Dann haben sie gesagt, leg mir mal schon bis den Berg rein, wo sie nicht ist. Weil die haben gesagt, die erwischen wir ja alle. Ne? Und da bin ich zu Fuß, in 14 Tagen war ich da, von Kitzbühel. Das heißt, das muss ich jetzt kurz zusammenfassen. Sie sind in den letzten Kriegstagen haben sie Generalbefehle gekriegt, alles muss an die Front. Ja. Dann sind sie nach Innsbruck gekommen, Ja. dann sind die Amerikaner schon da gewesen, die haben sie gefangen genommen, Ja. in der Gefangenschaft, weil die Amerikaner billig gesoffen haben, sind sie angehauen aus der Gefangenschaft. Oh Gott. Ja, sind sie nach Kitzbühel marschiert, Ja. ohne irgendwas. Sie haben, Ohne, ja. wenn sie jemand erwischt hätte, wären sie Ja. erschossen geworden oder aufgehängt, Ja. weil sie keinen Befehl gehabt haben. Nichts. In den Weil du nicht Papiere gehabt hast, bist als Fahnenpflichtiger erschossen worden. von eigenen Leuten. Ja, wieso? Und dann sind sie nach Kitzbühel dort, haben sie dann ihre Papiere wieder gekriegt. Ja, und Fuß wird gegangen. Und die haben natürlich, ich war mitten in den Schwarm. Und das hat immer müssen ausweichen. Verpflegung war kein Malheur. Da bist du zum Bauernhof hingegangen und hast gesagt, Mutterli, morgen was zum Essen.
hast du gekriegt da bei uns. Und da sind wir als Fuß reingegangen. Das kann man gar nicht vorstellen. Ja, das ist ja nichts. Das ist ja, das sind ja gleich 300-400 Kilometer, das ist ja nichts gewesen. Gut, im Vergleich zu Russland, meinst, was Ja. da marschiert sein, war Ja. das ein Katzensprung von Innsbruck Ja. nach Kitzbühel, was trotzdem 50, 60, 70 Kilometer, wie viel sind die Kilometer von Innsbruck nach Kitzbühel, wie lange sind sie da marschiert? Na da, bis heim. Ah, da sind sie dann hermarschiert, von Kitzbühel da hermarschiert. Ja, Jetzt habe ich es jetzt verstanden, die sind dann nachher direkt daher ins... ja, heim. Der Krieg war ja aus. Ja. Als wie der Krieg aus war, dann sind sie dann Ja. da nachher hermarschiert. Ja, Das heißt, als Zusammenfassung, sie sind im 40er Jahr schon eingerückt ja, und sind bis 45er, Ja. 5 Jahre lang haben sie den ganzen Krieg durchgemacht. ja. Möchtest du es vielleicht kurz zusammenfassen, was überall war einmal? Das heißt, eingerückt sind sie zuerst im 40er Jahr eingerückt, dann nach Norwegen, nach Frankreich haben sie gesagt, Ja. dann Norwegen auf, Ja. dann nach Russland, Russland. 2,5 Jahre, 2 Jahre den Winter durchgemacht in Russland, Ja, Leningrad gewesen, bis an die Wolga zurück. ja, Den Rückzug haben sie, Ja. sie haben keinen Rückzug machen dürfen. ja, Dann sind sie zurück über Ungarn. ja. Beim Teilsieferung bin ich verwundert worden. Sind sie angeschaut mit Granate, oder? Ja, da. Ja. Er schreibt, nö, Ja. ja, Da hat ich gar nicht, was ich sagen soll. 5 Jahre lang den ganzen Krieg durchgemacht. ja, sowieso. Und wie ist dann weitergegangen dann? Wie ist dann... Ja, dann zuerst sie müssen verstecken daheim. Und ja, das war nicht alles. Mein Bruder ist in Stalingrad vermisst worden. Er ist da sind ja 160.000 gefangen worden. Und hinterkommen sind noch 6.000. Von 160.000 sind 6.000 heimgekommen von Stalingrad. Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, nach dem Krieg natürlich hat sie müssen verstecken da. Also da ist die Mutter ins Kirchen gegangen und auf einmal kommt sie auf und hat gesagt, du versteck dich geschwind. Da drunten war ja Militär, also englisches. Da war die ganze, die Vlastow-Armee, also die war, also wie gesagt, die Russen haben nämlich auch Gegner gehabt in den eigenen Reihen. Und zwar war das die Vlastow-Armee. Also wie gesagt, die haben sich den Russen auch nicht untergeordnet. Und die sind bei den Partisanen eingesetzt worden in Jugoslawien. Ja. Und dann ist der ganze Klimbim ist da aufgegeben. Und die Moos unten sind 3000 Pferde gewesen und Soldaten. 3000 Pferde und Soldaten Ja. von den Russen, die was nicht Ja. sich den Russen angeschlossen haben. Ja, ja. No, und die sind natürlich auch mal angeschwärmt da. Und wir haben daheim halt eine Kuh gehabt, ein Gas. Und haben wir der Landschaft gelebt. Ne? Wir sind nichts übrig geblieben. Ne? No, und dann natürlich ich war ja schon vor dem Krieg, war ich bei der Gemeinde Himmelberg als Praktikant. Himmelberg ist ja sehr groß, es sind ja 6000 Hektar. Ja, und die haben mich, wie gesagt, eingesetzt, damals als Praktikant. Und nachdem ich ein ganzes Jahr brav gearbeitet habe, damals war ja, da ist die Gemeinde, nicht einmal die Gemeinde ein Telefon gehabt. Kein Telefon. Nein, da hat das Postamt war oben da bei Meierhofer und da ist er mit 5 Anschlüssen gewesen. Und alles andere mir, also wie gesagt, 2 oder 3 Mal die Wochen ist ein Postler runtergekommen
Und da hat gesagt, der Sekretär soll die Landesregierung oder die BH anrufen. Das war es. Heute haben wir ein Handy Und heute uns selber E-Mail schreiben, immer noch mit 102 Jahren. ja. Ja, ja. Jedenfalls haben wir noch bemüht, wieder Handys zu kriegen und da bin ich eingestellt worden. 1. Mai 46 bin ich wieder eingestellt worden in Himmelberg. Ich habe 10 Bürgermeister überlebt. 10 verschiedene Bürgermeister Ja. haben sie überlebt. Darunter war ein Graf, ein Arzt, Bauer, meistens waren Bauern. Ne? Also 5 in Himmelberg und 5 in Ausjahr. Ne? Also ich habe schon. Also es hat nichts gegeben, was wir nicht ertragen haben müssen. Und später haben sie dann ihre Frau noch kennengelernt. Ja, die habe ich. Das war so. Das muss ich noch weiter erzählen. Mhm. Also mein Bruder ist in Stalingrad vermisst, also gefangen und vermisst. Und dann ist noch im Krieg, waren ja alle Unbewaffneten, die nichts einrücken haben müssen, die waren der Gendarmerie unterstellt. Ne? No, und dann ist eines Tages, ist halt der Gendarm gekommen und hat gesagt, der Vater muss helfen, Partisanen fangen. Und da sind sie, so 3 alte Männer und der Gendarm, sind sie da drin sind Partisanen gesichtet worden, von da 2 Kilometer weg. Ne? Und ich habe gesagt, das waren die Soldaten. Und die waren geschickt. Die haben nämlich einen gefangenen Russen, haben die als Postlaufstück gehabt. Und der hat unglückseligerweise verschlafen. Und die 5, die marschieren da rein um 11 Uhr Vormittag. Und die sind natürlich gesehen worden. Und mein Vater dürfte wahrscheinlich die gesehen haben, hat sich hingehauen. Und den haben sie dann da in die Achsel geschossen und da raus. Und da war er dann sofort tot natürlich. Und aufgrund dessen ist der Russ, der Posten, munter geworden. Und der ist zu seinen Leuten gelaufen. Und den haben die in unseren erschossen. Zuerst am Kopfschuss und dann am Bauchschuss und dann am Kopfschuss. Ja, das war 12. Mai 1944. Das heißt, da waren es 22 Jahre, bis sie ein Vater verloren haben. Ja. Und dann natürlich, bin ich gerade in einen Urlaub fahren gewesen. Bin ich beim Bahnhof in Tiefen ausgestiegen und zu Fuß aufgegangen, voll Freuden, jetzt kommen wir heim. Da habe ich den letzten komisch angeschaut. Und dann bin ich heimgekommen und sitzt die Mutter vor der Rosenbank und weint. Ich habe nur eine Schwester gehabt. Und dann hat sie gesagt, gestern mein Vater begraben, die haben es vor 5 Tagen die Partisanen in der Schoß. Ja. Wie sind sie damit umgegangen? Ja. Es ist auch nichts übrig geblieben. Ne? Ich habe weitergearbeitet da. Und dann bis ich halt einen Posten gekriegt, sie müssen was verdienen. Ja, also ich habe kein leichtes Leben gehabt. Du hast sie haben einen Bruder verloren Ja. und einen Vater. Ja, Das heißt, sie haben 3 Geschwister waren. Sie, die Schwester Ja. und der Bruder, der was in Stalingrad vermisst dann geworden ist. ja, das heißt, wir haben schon mehr Dinge gehabt, die sind als Kinder gestorben. Ne? Ja. Ja, und der Schwester ist ermordet worden, habe ich gesagt. Ne? Ermordet. Ja, Das haben sie, glaube ich, nicht erzählt, ne? nicht. Nein. Ja, am 12., am 18. August 32. Die hat dann einen Freund gehabt, mit dem war sie schwanger. Und der wollte keine Alimente zahlen. Und da hat sie nach St. Georgen am Linksee rausgeguckt. Und da hat sie dort der Wirt das Wasser geschmissen.
Also wir haben schon, meine Mutter hat so viel mitgemacht. Ne? Also Schicksalsschläge, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und nicht begreifbar, Ja. unfassbar. Ja. Und die leben noch. Ja. Das war im Krieg wahrscheinlich ja, so links und rechts sind die Kameraden wahrscheinlich neben ihm gestorben. Ja, So, sicher. ja. Das war normal. Wie kann man sich das vorstellen? So, wird man irgendwann dann auch, stumpft man irgendwie ab dann? So, Sicher. ja. Sicher wird man abgestumpft. Das Ganze ist nicht mehr so tragisch. Nicht? Hast du geschaut, dass du deine Zigaretten, was du an Essen hast und dass du ein bisschen Ruhe hast gehabt. Aber sonst, ja, Haben Sie vielleicht als persönliche Frage einmal mitgezählt, wie oft Sie selber von der Schippe runtergesprungen seien? x-mal. Also eine Episode, da waren wir am Rückzug und auf einmal haben wir Feuer gekriegt und also Flankenfeuer und wir natürlich in Stellung gegangen, also von dem Boden und da sind auf einmal da haben wir einen russischen Kavallerieangriff erlebt. Die sind mit den Galgen auf uns los und da haben wir über die Schädel rausgeschossen. Wir haben natürlich müssen in den Boden gehen, das was getroffen. Ne? Und dann waren die weg. Und die haben nur die Verzögerung, da sind die Panzer gekommen. Und da ist ein Panzer, eine offene Kolonne marschiert. Ne? Mule, Pferd und Reiter. Und die sind natürlich zu gekommen. Und hinter uns war noch unsere Backabwehr. Und da sehe ich auf mich, kommt aber ein Panzer auf mich zu. Natürlich das einzige, eine am Boden. Und dann, wie der auf meiner Höhe war, auf der Straße, schießt die Back auf den und trifft den. Und in einem Panzer, an T34 sind ungefähr, sind 4 Mann drin. Ja. Also ein Fahrer, ein Schütz. Und der ist ins Innere reingegangen und die waren natürlich tot. Ne? Und einer, der Kommandant, hat den Deckel aufgerissen und springt außer und über mich drüber. Und ich kann mich erinnern, hat so ihre Haxen gehabt. Und ich weiß nicht, was mir vorgekommen ist. Ich musste ihn erwischen beim Axt. Gott sei Dank. Und bin 20 oder 30 Meter am den nachgelaufen. Und in dem Moment ist der Panzer, der hat innen gebrannt, ist der Turm in die Luft gegangen und dort, wo ich gelegen bin, ist noch der Turm gelegen. Das heißt, der Panzer ist auf Ihnen zugekommen, Ja, direkt auf Sie zu, Ja. dann hat bei die hinter Ihnen den Panzer getroffen, ja, dann sind die drinnen gestorben gewesen, die 4 Leute, bis auf einen, der ist aussieht. ja. Und weil sie den erwischen wollten, Ja. seien sie denn noch, wenn sie denn nicht nachgegangen wären, wären sie da. Ja, der Turm erschlagen. Jesus Maria, So Episoden sind wir. mehrere. Ja. Aber sie sind durchgekommen. Ja. Es hat mir, ich habe 5 Schutzengel gehabt. Ja. Ich gesagt, und jetzt bin ich da. Ne? Mit 102 Jahren. Das Ja. heißt, nachher sind sie dann Amtsleiter geworden dann in Ossiach. Ja, Ossi ist eine kleine Gemeinde. Ossi ist ja nur 10 Jahre älter wie ich. Nur. Ja, da war früher war es in Kleinhofen. Das ist nach Ossi eine eigene Gemeinde geworden. Und die ist ja 700 Leute. Ne? Und wie gesagt, da haben sie, in Himmelberg hat mir das nicht so gepasst.
Da waren die Sozialisten und die ÖVP, die waren gleich stark. Und da hat es ja schwere politische Kämpfe gegeben. Das hat mir nicht gefallen. Und dann aber der Posten ausgeschrieben, habe ich beworben und habe den Posten gekriegt. Aber als einziger Bediensteter da, allein. Und wie gesagt, ich bin dann nach Hause und drüben ein Schlafstück gehabt und der Bürgermeister, einen ganz damischen. Ja, und dann natürlich, wie gesagt, aber sonst war ein schöner Job. Ne? Und ich bin ja allein gewesen. Und heute ist, ich habe meine Ausbildung, also über Kurse, ich habe mir bei uns vorgeschrieben, also die C-Prüfung, was müssen wir machen, bei der Landesregierung ablegen und dann hast du weiterarbeiten können. Und ich habe sogar die B-Prüfung gemacht, dass ich beim Land auch arbeiten können. Ich war ja top ausgebildet. Jetzt haben sie gesagt, meiner Frau, wie ich heimgekommen und wir haben wir wieder einrücken müssen. Und der Schwager, also der Bruder meiner Frau, mit denen, also wir, ein Funktrupp ist ein Unteroffizier und 3 Mann und die sind abgestellt worden. Also zu den Aktionen da. Und uns haben sie einen Schwager und mir allein. Wir haben keinen Vorgesetzten, keinen Untergebenen gehabt, einen Multitreiber gehabt, der ist ja gewöhnlich hinten geblieben, weil dort, wo wir waren, ist ja geschossen worden, ist ja nichts gegangen mehr. Ne? Also jedenfalls dann natürlich mein Schwager, ja, wie ich gesagt bin in Urlaub gefahren, sind wir hergekommen und mein Schwager angerufen, der ist weitergefahren. Und den habe ich angerufen und sage, du, das und das ist passiert. Dann ist er zu mir aber gekommen, hat mich eben sozusagen getröstet. Und dann habe ich wieder eindrucken müssen. Nach 14 Tagen Urlaub haben wir müssen beide fahren. Und damals waren wir in Ploiești unten. Wo ist das? Rumänien. Rumänien. Ja, also Erdöl im Rückzug. Ne? Also dort haben wir so runtergekommen und da hat der Mutter wie gesagt, da wird die Verlosenschaftverhandlung werden. Und da soll sie den Notar sagen, dass er der Kompanie schreibt, also Sonderurlaub, dass ich auch komme, um mich selbst zu vertreten. Ich bin ja der einzige Männliche gewesen mehr. Ja. Das haben die gemacht und die haben mich tatsächlich nochmal in den Urlaub geschickt. Und damals war Brauch, wenn einer Urlaub gefahren ist, der ist noch zu den Kumpel heim, zu den Eltern, und die haben dann ein Fresspaket zusammengeknetet. Und dann haben wir es natürlich mitgenommen, dass der was zum Essen und was zum Essen kriegt. Ne? Ja. Und wie gesagt, da bin ich, der Schwager hat gesagt, fährst ins Geld, oder hat er mir gesagt, der Adresse. Und dort habe ich festgestellt, dass er eine fesche Schwester hat. Und da sind wir in 14 Tagen waren wir uns einig, dass sie auf mich warten wird. Ne? Also das selber wundert mich selber halt. In welchem Jahr war das nochmal? Das war im 44er Jahr, haben sie gesagt. Ja. Haben sie die feste Schwester getroffen Ja. und da haben sie halt gesagt, nachher gekriegt, dass sie auf ihren warten soll. Ja. Und wie haben sie nachher dann wieder kennengelernt? Nachher dann? Ja, wie gesagt, wie natürlich der Krieg aus war, haben wir natürlich uns weiter bemüht, ist ja ganz klar. Ne? Ja, und dann haben wir geheiratet und wir waren 70 Jahre verheiratet. 70 Jahre! So habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der 70 Jahre verheiratet war. Das meiste war 65. Ja. Was ist 70 Jahre? Ist schon die Gnadene Hochzeit? Ja, die Gnadene Hochzeit, 70 Jahre. Ja.
Was ist da wichtig gewesen, dass man 70 Jahre verheiratet geblieben ist? Haben Sie irgendeinen Schlüssel, das weitergeben der nächsten Generation, dass die auch mal 70 Jahre lang verheiratet bleiben können? Was würdest du sagen? Ich war Standesbeamter. Ich hab fast ein paar hundert Leute getraut. Ne? Und wie haben Sie das gemacht, dass 70 Jahre lang verheiratet geblieben sind? Ja, die Frau ist bei mir geblieben. Ist nicht davon gekommen. Obwohl ich ein ziemlich bewegtes Leben geführt habe. Zu dem kommen wir nachher auch gleich, ja, zu dem. Das heißt, haben Sie vielleicht irgendwelche Werte, weil das ist ja unglaublich. 70 Jahre, das ist ja heutzutage eine Seltenheit. Ja. Heute trennt man sich relativ schnell. Ja, wie gesagt, ja. Bis sind Sie umgegangen, wenn einmal Meinungsverschiedenheit war. Wie haben Sie denn das gemeistert? Jo, meine Frau ist nicht streiten können, die hat keine Antwort gegeben. Das heißt, das war wie wenn es gegen einen Star jetzt. Da Ja. war, Wie gesagt, wenn sie böse war, sie abgetraten, nichts aus. aber trotzdem wieder nachher zusammengefunden. immer. Ja, sicher, da musst ja, bleibt ja nicht schnell. Ja, Wahnsinn, 70, das muss man auf der Zunge mal zergehen lassen, fast Ja. 70 Jahre Ja. zusammen. Da und das sehen wir da alles aufgebaut selber, haben sie auch gesagt, Ja. das ganze Haus haben sie ja, alles selber aufgebaut. Auch. ja, Mit der Frau zusammen nicht alles mitgeholfen. ja, Wahnsinn. ja. Und dann wie sind sie dann zu ihrer Leidenschaft gekommen, die was wir vorher schon angesprochen haben? Jagd. Ja, genau, zur Jagd. Ja, Ja. das habe ich schon als Bub. Mein Vater war ja ein Jäger da. Ne? Aber natürlich, damals haben sie es nicht gehabt. Bei Rehbeck haben sie es gehabt. Die Bewaffnung war nicht so. Ja, und wir haben durch den Krieg haben wir ja gewildert. In die Siebenbürgen und den Karpaten haben wir gewildert. Ja, Bern muss erzählen. Damals waren wir frei. Haben wir gerade eine Ablöse gehabt, haben wir so 8 Tage hinten. Und da habe ich natürlich auch reingeschossen, gewildert. Ne? Na, da hat der Oberleutnant dann zu mir gekommen und hat gesagt, Sie sind ein Jäger. Sag ich, ja. Sagt, da bringen Sie Wildbrett. Der hat uns Wildern geschickt. Ne? Na, das war ungefähr so ein Berg wie da. Das Tal. Und sagst, was auskennen tust du nicht. Jetzt habe ich 2 ausgesucht, die halbwegs schießen können. Dann haben wir unsere Militärmunition vorne die Spitze abgezwickt, das Dumm, das reißt. Ne? Ja, und da habe ich, so wie da, sind wir gesagt, da gehen wir auf die Hehe auf, dran die rechts, dran die links, und wo so Kimper wird der Schoßen. Ja, und da ist nichts gekommen. Dann sind wir oben gewesen, ungefähr die Höhe wie da. Ja, und da fahren wir her pfeifen. Pfeifst rechts, dann pfeife ich zurück, dann pfeifst links. Dann sind wir 4. Dann kommt der eine Kumpel von mir, hast du gepfiffen? Sag ich, nein. Da war ein russischer Spähtrupp, das haben wir ab und zu gemacht, hinter die Linien. Und dort haben wir halt, die Russen haben wir gewöhnlich geschaut, dass sie einen erwischt haben, so einzelne Soldaten, und mit den Spaten den Kopf abgeschlagen, weil sie die Uniformen gebraucht haben. Das heißt, dass dann als feindlicher Ja, in die eigenen Truppen. ja, genau das. Spee- und Stoßtrieb. Und auf so sind wir gestoßen. Da sind uns das Jahre nachgegangen. Ja, Wahnsinn. Ja. Das heißt, da haben sie früher im Krieg schon gern so Ja, so gejagert. sowieso. Ja, und dann nachher mit der Krieg aus, wo haben sie dann, sind sie durch die ganze Welt dann gereist. Ja. Ja, zuerst haben wir die traurige Dinge, hatte der Bürgermeister in Himmelberg einen Klagenfurter Verpachter gehabt, einen Einzelpächter. Wir haben ja gar nichts jagen können. Ne? Obwohl ich den ersten Jahresjagdschein gemacht habe, also legal jagen, aber man keine Möglichkeit gehabt.
der Klagenfurter hatte, der Quantschnick, der hat uns ein Laber ab und zu einen Fuchs oder was schießen. Aber sonst auch anders wild nicht. Aber ich nur Wild haben gehabt. Ne? Ja. Und dann sind wir halt weitergekommen. Ne? Freund, da bin ich in den österreichischen Schweißhundverein beigetreten. Ich bin auch der Geschäftsführer gewesen. Da sind ungefähr 1700 Leute der österreichische Schweißhundverein. Ja. Und da war ich einmal der Geschäftsführer. Ne? Und dann natürlich jetzt bin ich abgerutscht bis zum Ehrenmitglied. Also das reicht jetzt. Und dann sind sie auch zur Großwildjagd nachher gekommen. Ja, sicher. Erzählen Sie mal von ein paar Erlebnisse, was Sie gehabt haben, auch mit dem, was wir vorher schon geredet haben, wie auf einmal, wie es denn diese Wildsau, Ja. wie das war. Ja. Ja, das ist eh drin. Ja. Wollen Sie es nochmal erzählen für die Zuschauer auch, wie das war, das Erlebnis für Sie? Ja. Ach so. Wie ich jetzt erst angekommen bin, aber nicht zu mir. Ja. Da habe ich einen Mondschein gesehen, also Hochwildspuren oben. Und damals hat der Klagenfurter, da war so viel Hochwild da, jetzt hat er uns auch ein paar Stück schießen lassen. Jetzt war ich natürlich der Meier hinter dem nach. Und da habe ich rausgearbeitet und mit dem Radl hin und her gefahren. Und da bin ich auf die Nacht heimgefahren. Und da habe ich einer der ersten gewesen, der ein Gewehr hat gehabt mit Silbernrohr. Ne? Ja, dann natürlich auf, angesessen oben und um Viertel nach 11 in der Nacht habe ich auf einmal auf der Leiten drüben gesehen, was wegen. Und auf einmal schaue ich auf, steht 50 Meter von mir eine Sau oben. Ne? Gesehen die Haare glänzen, da sehe ich drinnen jetzt. Und da musst du aufpassen. Und da bin ich genau hin, habe ich eine Querauflage vom Richter gehabt. Und wie gesagt, geschossen und genau getroffen. Und die ist natürlich, nachdem ich stelle Leuten ober, so fließt bei mir vorbei. Und hat 100 Kilo gehabt, die Sau. Wenn ich die erwischt, haut sie mit zusammen. Das hätte ich wahrscheinlich nicht mehr leben dürfen. Ja, wenn man das Schauen wir uns dann nachher an, ja, das sagen Sie uns nachher dann. Was haben Sie sonst alles? Sie waren dann ja in Kanada, überall waren Sie, Afrika. Ja, Was haben Sie denn da alles erlegt? Wie viel, das schauen wir uns nachher dann an, ja, erzählen Sie mal nachher dann so, wie viel haben Sie denn so circa, wie viel haben Sie denn so da erlegt, erschossen als Jäger? ich habe allein 90 Rehböcke geschossen. 90 Rehböcke. Ja. Ja, das ist ja nichts dabei. Ne? Dann am Bär haben Sie so gesagt. 2 habe ich. Da bin ich da in Schweißhundverein, bin ich aus mit den Slowenern in Berührung gekommen. Da habe ich einen kennengelernt. Der hat mich noch eingeladen nach Rocher. Das ist ein Bärengebiet. Ne? Da unten ist ja alles Staatsjagd gewesen. Ne? Das ist ja, glaube ich, heute noch. Ich weiß nicht, wie es ist. Und dort habe ich natürlich einen Bären, habe einen Jäger kennengelernt. Der hat 34 Bären angeführt. 34 Bären hat er erlegt gehabt. Nicht ehrlich. Angeführt. Angeführt. Das sind verkauft von den Abschüsse. Er selber hat einen einzigen Bär geschossen. Und zwar war das ein Bär, ein Verwundeter, den die Einheimischen einen Lauf abgeschossen haben gehabt. Den hat er einen einzigen. Ne? Und er gesagt, also mit dieser, wie gesagt, so wie den Bären drin, ne, den sie sägen werden, da habe ich zweimal müssen runterfahren. Es hat nicht geklappt. Ne? Ja.
Was ist für ein Gefühl, wenn auf einmal der Bär voran steht? Erstens ist grundsätzlich in Slowenien verboten, auf ein Bärtchen schießen, wo du nicht auf dem Hochsitz bist. Das heißt, du musst sowieso oben am Hochsitz sein. Ja, wie gesagt, das kann schief gehen. Ja. Und das sind die Amerikaner sind da viel weniger. Also die führende Auße war in Kanada oben auf Bärenjagd, Schwarzbärenjagd. Und da sind 5 aufgekommen und der hat noch dort dran angelassen, da dran angelassen und unter einem Baum. Und die haben in einer Entfernung von 70, 80 Meter haben sie so eine Ding gehabt, eine Ruben und das für Zeil und Fleischmunkel. Und da haben sie so einen Sirup drauf, das ist ein Lockfutter. No, und das muss er bis ganz allein. No, und ich bin auch drüben gewesen, ist der Berg gekommen, also in der Nacht, Mondschein, nur dann habe ich ihn halt geschossen. Ne. No, und bin ich hingegangen, da habe ich gesehen, er ist weg. Dann bin ich nach, da habe ich gesehen, liegen. Dann haben wir einen Stein genommen und haben ihn mitgehauen. Da sind wir mariert. Dann habe ich ihm einen Tritt in den Hintern gegeben, ja, der ist tot. Dann bin ich hinter zu meinen. Also das ist, der ist noch wieder beim Hinterfahren und hat ihn wieder eingesammelt. Und bin halt hingekommen und habe ihm gesagt, den Einheimischen, den geht. Also ja, habe ihn geschossen. Und dann ist er gekommen. Dann sind wir runtergefahren zum Bären. Dann hat er gesagt, es ist ein Big One. Ein Big One. Ja. Das ist ein Ding gewesen, wie gesagt. Also die haben, 65 Bären haben sie die Saison geschossen. Und meiner war der größte. Ja, und den Segen so. Den haben sie auch da. Alter. Und wie haben sie den von Kanada dahergebracht nachher dann? Ja, das ist kein Kunststück. Geht das so? Ich kenne mich da rein aus, dass man das. Alles geht. Ein Ich Wahnsinn. habe sogar 1000 Kilo Bison geschossen. Und die Riemen habe ich auch da. Und mit den Kollegen seien sie heute zum Teil in Kontakt per E-Mail. Ja, Wie machen sie denn das? Weil ich habe ja gelesen, sie tun ja mit 102 Jahren kommt noch eine Lehrerin zu ihnen Ja. jede Woche, die Englischlehrerin. ja, habe ich eine. Jede Woche kommt noch die Englischlehrerin, dass sie Englisch lernen auch mit 102 Jahren. Ja, every week kam. Und die kommt alle Wochen zu mir. Ja, Und uns Vokabel lernen. ja, ja. Wahnsinn. ja. Und wie jung waren sie, wie sie damit angefangen haben mit dem Englisch lernen? Ja, vielleicht vor 10 Jahren oder was, oder 20. Das heißt, es Ja, das muss ich erzählen. ja bitte. Wie es also nach Alaska, also auf Flieger und da in ein Ding rein. Und da bin ich noch abgeholt worden von den Einheimischen. Das sind Buschflieger und mit denen sind wir reingeflogen ins Revier. Ne? Ja. Und dort drin haben wir noch die ersten, habe ich so einen Guide gehabt, ne? Der Andi, ne? Und wie gesagt, dort haben wir halt aber, das war der erste Ding oben. Ne? Und wie gesagt, da sind wir in der Nacht, sind wir natürlich
sie viel in der Nacht gespielt. Ne? Ja, da habe ich zuerst einmal Caribou, habe ich 2 Caribou geschossen und dann habe ich einen Mus geschossen. Mus, Ja, das sind diese ja, Öch. ja, Meido. Das freut mich gleich nachher, wenn wir uns das nachher Ja, sagen. Ja. ja. Darf ich vielleicht noch eine Frage fragen, so wegen der Zeit von der Kriegszeit damals, wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt da wieder überall das sehen, Ukraine, Israel, wie gehen Sie damit um? Wir sind alle irgendwie geschädigt. Es gibt Zeiten, wo in der Nacht, wo es auf einmal ist, haben sie den, bist mitten im Kampf getümmelt und mittendrin, da wirst du munter, kannst du nicht mehr schlafen. Jetzt immer noch? Wir sind traumatisiert. Das wirst du nicht mehr los. Haben Sie das dann irgendwie verarbeiten können? Oder wie? Ja, ist noch immer was drin. Ja. Es gibt Zeiten, wo das fürchterlich ist. Du musst schauen, dass du munter wirst, dass du rauskommst. Jetzt immer noch, auch beim Schlafen manchmal. Ja, Ja. also wie gesagt, wir sind irgendwas fehlt uns. Ne? Also, das haben wir ein Hieb, wo man so. Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt das wiedersehen in Ukraine, in Israel? Was macht das mit Ihnen? Ja. Ja, ich kann mir ihm, den Herrgott danken, dass ich nicht tot bin. Haben Sie dann noch Kontakt gehabt länger mit Kameraden nachher dann so? Oder hat sich das dann irgendwie dann so verlaufen mit der Zeit? Bei der Jagd oder was? Jagd auch, das aber auch so mit den Kriegskameraden von damals. Haben Sie nachher dann noch ein bisschen... Lebt ja nicht mehr. Niemand da. Alles ausgegangen. Sie kann aber da. Kannst nicht mehr Kontakte. Das war einmal. Bist allein. Ja. Wie ist das eigentlich so? Jetzt sind Sie 102 Jahre jung. Ja. Was ist dann eigentlich wichtig so am Ende vom Leben? Was ist so was wichtig ist? Weil viele Leute suchen immer alles, aber was ist so wirklich, was wichtig ist im späteren Alter? Was zählt im Leben? Wie gesagt, ich freue mich, dass ich da bin. Da habe ich gute Pflegerinnen. Leider ist meine Frau schon gestorben vor 7 Jahren oder was. Ja. Die Pflegerinnen haben wir von ihr geerbt. Ja. Und die bringen mich halt durch die Gegend. Ja. Welche Werte sind wichtig im Leben? Welche Werte? Werte. Dass du Ruhe hast, ein bisschen Ruhe. Ja. Wie gesagt, ich habe mir da sonst habe ich keine Schwierigkeiten. Einige haben mir schon gesagt, dass Ehrlichkeit wichtig ist. Wenn man im Leben nur immer ehrlich ist und die Wahrheit sagt, kommt man am weitesten. Ehrlichkeit, natürlich, Ehrlichkeit ist wichtig. Nicht lügen. Liegen und falsch sein, das mag ich überhaupt nicht. Ehrlichkeit und Disziplin, das sind sehr wichtig. Ehrlich sein, das ist das ganz das Wichtigste. Ja, man muss ehrlich sein, wenn man falsch ist, das ist nichts. Nicht? Kann man niemand vertrauen. Ehrlichkeit, absolute Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Was würden Sie sagen, was sind sonst andere Werte, was wichtig sein, was weitergeben würden, was man sich zu Herzen nehmen kann? Ja, wie gesagt, ich versuche mit den anderen in Ruhe zu lassen. Und will auch in Ruhe gelassen werden. Und trotzdem haben sie uns das Interview jetzt gegeben, oder sind wir ganz gerade dabei, obwohl sie gerne die Ruhe haben in der schönen Gegend da. Ja, Aber sie haben immer einen Lebenswillen gehabt, das habe ich auch gelesen. das ist klar.
Ja, wie gesagt, der liebe Gott hat immer einen Tupfer vergeben, dass das nicht groß wächst. Was würden Sie der nächsten Generation mitgeben für einen Ratschlag? Was sollen Sie dir zu Herzen nehmen? Ja. Ruhe geben, nicht überall einmischen. Politik. Mein Sohn ist Politiker geworden. Ne? Der ist ja 14 Jahre im Steirischen Landtag gesessen. Ich hab damit nichts übrig, nichts am Hut. Ne? Das heißt, schauen, was man selbst beeinflussen kann und das so gut es geht selber machen. Ja, wie gesagt, ich bin zum Glück gewesen, also im Dienst der Politik, also die Gemeinde ist die niedere Stufen, aber die volksnaheste. Und der Job war ja schön. Ne? Jedenfalls habe ich überlebt. Ne? Wie würden Sie Liebe definieren? Liebe. Bitte, ich habe also auf meine Frau gestoßen und bin eigentlich geblieben bei der. Das heißt, Ihnen hat kein anderer nachher mehr interessiert. Ja, bin eigentlich ohne ausgeben. Und vor allem das weibliche Geschlecht hat mich nie was interessiert. Lieber die Jagd. Und Darf ich noch 2 Fragen stellen zum Abschluss? ja, sicher. 2. So viel wollen. Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, Ja. wenn das geht, würden Sie irgendwas anderes machen? Nein, ich will das Gleiche machen, was ich getan habe. Ist, glaube ich, wichtig, auch, dass man nichts bereut oder so. Nein, nichts. Wie kann man das schaffen, dass man im Leben nichts bereut? Wie geht das? Ja, man darf es alles nicht zu ernst nehmen. Ne? Es gibt nichts auf der Welt, was wichtig ist, außer unser eigenes Dasein. Ja. Alles andere. Das heißt, das, was jetzt ist, ist wichtig. Nicht was Sicher. gestern war, nicht was morgen ist, jetzt da. Sicher. Momentan lebe ich noch. Ja. Die Wetter gibt uns was zum Essen, das reicht. Und ich kann mir auch vorstellen, den Humor haben sie auch nie verloren, so wie sie immer lächeln. Ja, es geht. Ne? Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wann die Zeit schneller zum Laufen anfängt? Merkt man das irgendwie, weil ich habe jetzt mit vielen Leuten schon geredet, auch als Krankenpfleger, und ich sage mir mal, sobald ich 50 geworden bin, dann ab 70, dann ab 30. Haben Sie das irgendwie so erlebt, oder? Wüsste ich nicht, das ist immer das Gleiche gewesen. Ich bin immer ich selbst gewesen. Ja. Und habe nicht was gewusst. Und vor allem am Boden bleiben. Nicht in die Luft. Ja. Ich gesagt, das geht. Ja. Deshalb bin ich noch da. Das heißt, sie sind immer sich selbst geblieben, sie haben es nicht für andere verstellt und bodenständig sind sie immer geblieben. Ja. Man muss bei sich selber anfangen, nicht die anderen, was Gott belehren. Ne? Das heißt, vor der eigenen Türe Ja, kehren. wohl richtig. Ja, ich weiß, ich habe für mich selber Mängel, Fehler, alles Mögliche. Ich weiß genug. Aber brauche ich mich nicht um die anderen kümmern. Das heißt,
Jeder hat Fehler im Leben, aber nicht mit anderen auf Finger zeigen, Ja, bei sich selber anfangen. ja, richtig. Letzte Frage, eine noch, ist mir gerade eingefallen noch. Was ist der Sinn im Leben? Da bleiben. Wir werden sowieso berufen. Ich bin nicht überreligiös, aber ich bin katholisch. Bleib dabei. Ne?